Hallo und willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. So, wir müssen uns jetzt die Sachen hier noch fertig anschauen, wie ich gerade sehe. Habe ich hier mir noch nicht alles This angesehen. ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Okay. Der ist aber schon ziemlich alt, oder? Würde ich mal sagen. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Ach, das ist das alte Symbol. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Tja, gute Frage. Was haben wir hier? Eine Münze. An old and rather dirty coin. Okay, da haben wir uns jetzt alles angesehen. Wen schauen wir uns als nächstes an? Blickhorn. Oh, der hat ja überschaubare Sachen An ordinary mitgenommen. pencil. Sir Gregory Pitkin, Direktor an Mr. Blickhorn. Geehrter Mr. Blickhorn, die Interessen, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation in den Thermen bessert. Im Moment stehen die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum unter Ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keinen nennenswerten Fortschritt. Es ist Ihnen nicht gelungen, irgendwas von Wert zu finden, und wir können den Abkühlraum weiter nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Frigidarium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen mit den Unterfangen, den Menschen heute das Erlebnis der römischen Thermen näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringendst, Ihre Arbeiten innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Das sollte genug Zeit für Sie sein, Ihre archäologischen Forschungen in den Thermen zu beenden und einen anderen Ort für Ihre Unternehmungen zu finden. Wie nett. Ah, das war das Badetuch mit dem Blut When dran. Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Was haben wir? Medikamentenfläschchen. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Wahnsinn. Damals konntest du den Scheiß ja wahrscheinlich echt selber herstellen. An Taschentuch. embroidered silk handkerchief. Ah, A fountain Füllfeder. pen with solid gold trim. Und eine Visitenkarte. Alter, warum legen die Visitenkarte denn nicht direkt ordentlich hin? Sir Gregory Pitkin. Sir Gregory Pitkin's visiting card. Persönliche Gegenstände Untersuchung abgeschlossen. Was haben wir jetzt hier alles? Ah, das müssen wir alles erfragen. Das müssen wir untersuchen. Okay, ich würde erstmal sagen, ich gehe jetzt erstmal mit den ganzen, ja, Gefangenen reden, sozusagen. Locked. Ist immer noch abgeschlossen, das dachte ich mir schon irgendwie. Und hier runter geht's ins Leichenschaf. Okay, da muss ich nicht unbedingt hin. Kann ich mir das aussuchen, mit wem ich zuerst reden will? Ja, kann ich wohl. Dann nehmen wir doch mal den Herrn hier hinten, den Please Mr. Garrow. escort this suspect for interrogation. Also momentan geht echt die Krippe übelst rum. Das ist echt anstrengend. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Aha. Beruf. What is your occupation? I am a councillor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them?
Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologize. Der ist aber irgendwie ganz seltsam. Ich gucke mir jetzt erstmal alles an, was man hier so haben kann. Unrasiert. Augenringe. Hier ist Schmutz an der Kleidung. Abergläubig. Ist schon klar, abergläubig. Da ist gerade was aufgeleuchtet. Oh, dreckige Kleidung. Unrasiert. Eine Sache fehlt noch. Tja. Ah, da ist gerade. Na? Ich weiß. Das habe ich jetzt echt nicht gesehen. Sir Rodney. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear... No, nothing. I'm better now. Der ist irgendwie etwas verwirrt. Please try to recall what you saw today. The room was so hot. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Ring, Champagner. Irgendetwas ungewöhnlich. Ich fange einfach mal Had Sir von oben Rodney an. exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. Okay. Der Ring. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Der ist wirklich abergläubig. Und erstaunlich, wie ruhig Sherlock dabei bleibt, wenn der so einen Schwachsinn erzählt bekommt. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Champagner? Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Dann noch das Medikament. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. Ja, entweder das, aber Please escort this sowas suspect kann man doch nicht for schauspielern. interrogation. Vielleicht hat er von dem Medikament zu viel genommen und hat jetzt schreckliche Good day to you, sir. Halluzinationen. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Ach, das ist Blinkhorn. Okay, Beruf. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths?
Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Hä? Okay, Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass er das irgendwie ernst meint. Jetzt gucke ich mir aber erstmal hier seine Kleidung so an. Konzentrierter Blick, aufmerksam. Was haben wir da? Ein Muttermal, Bad. Was war denn das jetzt? Nicht wohl... Ach so, das ist da unten aufgetaucht. Ich habe mich schon gerade gefragt, was hier denn nicht in Ordnung ist. Hornhaut, ja klar, von den Ausgrabungen vermute ich stark. Nicht wohlhabend. Was habe ich denn jetzt hier noch übersehen? Oh, es geht mir hier auf den Keks, das hier unten. Ja, ist schon klar. Da habe ich was. Was? Vor kurzem gegraben. Was haben Sie gesehen? Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Ihre Arbeit. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Q. Sir Rodney Ring, römische Münze, Pitkins Brief. Pitkins Brief, oder? This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. Irgendetwas Ungewöhnliches. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Ich muss mich jetzt ultra drauf da konzentrieren, mir das alles zu merken, was die erzählen. Damit ich das nicht wieder vergesse. Ring. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. Was heißt das? Medikament? What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. Das ist doch 100 Pro wegen den Medikamenten, die der Typ schluckt.
Champagner. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Okay, jetzt haben wir noch den letzten, Mr. Pitkin. Please escort this suspect for interrogation. Ah, Entschuldigung, dass ich jetzt noch nicht so viel rede. Good day to you, Sir Gregory. Ganz schön viel Input. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Das ist ein Typ, ey. Ich weiß jetzt schon, dass ich den nicht leiden kann. You are the manager of the baths, is that correct? Yes. I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. Ah, ja. Gucken wir uns den Typen erstmal an. Boah, ich weiß schon, dass der jetzt mich echt wütend machen wird. So Typen kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Adlige Wurzeln. Na, das sieht man doch schon an seiner teuren Kleidung. Ja, ja, schon klar, der Ring. Was hat da jetzt aufgeleuchtet? Mundform. Geringschätzung. Ja, ja. Oh, da war auch was. Wo? Arroganter Anblick. Ja. What was your Schnösel halt, ne? relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious. Authoritarian. Unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Ah ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, weißt du, er nennt ihn unhöflich und so, wenn ich ihn mir angucke, wie der sich da hinsetzt, so wie, ach, keine Ahnung, und dann dieser Blick. Also du bist mir auch nicht gerade der sympathischste. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Ihre Arbeit. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Gekühlte Champagner, Pitkins Brief. Pitkins Brief. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Irgendetwas Ungewöhnliches. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Gut, jetzt der Champagner. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Und das Medikament. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Das ist natürlich jetzt eine sehr gute Frage. B. Also ich kann schon die ersten Schlussfolgerungen ziehen. Sir Rodneys Lüge, Garrows Medikamente, kaputte Brille. Ich probiere einfach alles aus. Alter! Aber irgendwie klar, dass das nicht zusammenhängen kann. Dann vielleicht
Garrows Medikament und der Champagner. Hätte man... Ja, okay, nee, der hat das ja nicht getrunken. Alter, was ist denn hier? Ah, okay. Tödliches Geheimnis. Warum hätte Sir Rodney etwas verbergen wollen? Können seine Entdeckung das Motiv für einen Mord an ihm sein? Wow, okay. Die letzte Expedition finden Sie heraus, wohin Sir Rodney wenige Tage vor seinem Mord gegangen ist, und lüften Sie sein großes Geheimnis. Kann ich noch irgendwie was miteinander verbinden? Ja, nee. War irgendwie klar, dass es nicht funktioniert. Dann gehen wir wieder zurück. So, jetzt war der Part natürlich leider nur mit Untersuchungen und Befragungen voll. Also, jetzt kommt erstmal so langsam ein Bild von allen dreien hier rein. Von Sarah Rodney habe ich leider noch überhaupt kein Bild, weil jeder erklärt ihn ein wenig anders. Mr. Blinkhorn ist wohl sehr angetan von ihm, während Mr. Garrow ihn, glaube ich, wenn ich das richtig verstand, regelrecht verehrt als Genie. Und hier, wie heißt denn der? Den Namen kann ich mir nicht mehr... Ah ja, genau, Mr. Pitkin scheint ihn wohl auf den Tod nicht ausstehen zu können. Ja, was halt jetzt gerade irgendwie zutrifft. Okay, aber deswegen mache ich jetzt hier erstmal Schluss. Und das nächste Mal müssen wir nämlich noch das Blut und alles daheim analysieren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi!